der Tag danach und es tut mir alles verdammt weh. Ich schwör's euch, ich bin durch. Ich war gestern noch im Krankenhaus. 5 Nähte habe ich bekommen. Der Doktor schaut mich an. Du schon wieder? Das gibt's ja nicht. Bist du jetzt schon Stammkunde bei uns oder wie? Damals Bizepssehnenriss, dann Wadenbein- und Sprunggelenkbruch und jetzt der Bärnackel. Aber dieses Mal keine Brüche. Meine Faust, die schaut zwar aus wie ein kleiner Tennisball jetzt da, aber trotzdem, ich kann sie zwar nicht zumachen, aber zum Glück, es ist nichts gebrochen. Die rechte Hand ist unversehrt. Brustkorb ist komplett durch. Immer wieder die harten Uppercuts vom Gegner. Und ja, wie hat euch die Show gefallen? Ich denke, Vendetta hat wieder mal legendär abgeliefert. Und es waren Top-Kämpfe. Mein erster Bärnackelkampf übrigens und auch mein letzter Kampf somit. Ich danke euch auf alle Fälle für die ganzen Nachrichten. Postfach geht über. War ja ein geiles Feeling. Bärnackel, das ist so die Champions League im Kampfsport. Ich denke, jeder, was sich das antut, verdient absoluten Respekt, egal ob er jetzt verliert oder gewinnt, aber sich da reinstellen, mit blanken Fäusten, sich in die Fresse schlagen lässt. Und du fängst eigentlich nicht wirklich viel ab mit der Deckung, außer du rollst dich zusammen, wie es mein Gegner gemacht hat. Der hat das sehr schlau gemacht übrigens. Aber da scheppert es richtig im Kanister, das kann ich euch garantieren. Und um euch so ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben auf das kommende Video über meinen Kampf bei Vendetta Fight Nights auf dem YouTube-Kanal, habe ich mir gedacht, lasst uns 3 Runden durchgehen, weil ich habe nur 3 Runden aufnehmen können. Also es wurden nur 3 Runden aufgenommen. Die erste, die zweite und die vierte. Der Kameramann war ein bisschen zu nervös. Die gehen wir gemeinsam durch. Ich gebe euch so meine Eindrücke, was ich mir gedacht habe, wie ich mich gefühlt habe und wie es dann letztendlich dazu kam, dass ich nicht mehr weiterkämpfen konnte. Ja. Repräsentiert habe ich Bündnis Kinderschutz, wird natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr auch spenden. Ich habe sämtliche Sponsoren abgelehnt, habe wirklich Top-Angebote bekommen, aber ich habe gesagt, nein, dieses Mal für diese Bühne will ich nur Bündnis Kinderschutz. Ich habe den Roberto angefragt, sage ich, hey, pass auf, ich würde euch gern repräsentieren mit eurem Logo auf dem Rücken, kostenlos. Und ja, ich denke, Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn man schon auf so einer großen Bühne ist, dann sollte man auch diese Bühne nutzen, um einfach einmal zu zeigen, ey, Kinder sind unsere Zukunft, Kinder sind uns wichtig und lasst uns da gemeinsam stark sein. Und ja, nichtsdestotrotz, schauen wir mal rein in die erste Runde und habt viel Spaß dabei. Kleines Backflash für mich, ja. So, da geht's dann schon mal los, ne? Man denkt sich, Digga, ich hoffe, das ist die erste Runde. Ich bin ein bisschen durcheinander bei den Videos, aber ich glaube schon. Shake Hands habe ich ihm angeboten, er hat es angenommen. Er ist Rechtsausleger, extrem stabil gebaut, 33 Jahre, also er ist 10 Jahre jünger als ich. 33 Jahre, da war ich in meiner Primetime. Und ich versuchte halt mich ranzutasten, immer wieder Finten zu machen, aber der Abschluss hat einfach gefehlt. Ich bin nicht reingekommen. Vielleicht einfach zu viel Respekt auch. Ich mir gedacht habe, okay, der zieht da die linke ganze Zeit auf, wenn ich da reinflatter, dann scheppert's aber. Ich wollte die Sache mal ruhig angehen. Da kommt er auch schon rein mit den Uppercuts. Das war so mein erster Angriff. Ja, eigentlich wirklich wie ein Anfänger bin ich da reingestolpert. Aber ich habe da kein anderes Rezept gegen ihn gefunden und dachte, probieren wir das einfach aus. Das war schon mal der erste Streifschuss. Da bin ich dann rechts raus. Er hat das gut abgewehrt, gut gekontert, muss ich sagen. Gut gemacht. Und das war so der erste richtige Treffer, wo es mir den Zahnschutz rausgehauen hat, wo ich mir gedacht habe, bist du behindert? Willst du mich verarschen?
Da hat er sich schon mal Respekt verschafft. Immer vorsichtiges Abtasten. Ich habe einfach darauf gewartet, dass ich explodieren kann. Und da habe ich ihn gut getroffen mit einer rechten. Bin rein in den Infight und der Referee unterbricht hier. Ich weiß nicht, warum der Referee unterbricht. Wir waren nicht im Clinch, wir waren im Infight. Ich weiß auch nicht, ob er hier angezählt wird oder nicht. Das sieht man dann bei Vendetta Fight Nights. Ja, und dann war auch schon die Pause. Man muss trotzdem sagen, der Referee hat gute Arbeit geleistet, gute Übersicht gehabt. Er hat uns auch beim Face-Off in der Kampfmitte gesagt, ey, reißt euch zusammen, ja, ich will da keine Eskalation haben. Wir haben gesagt, alles gut, the show must go on. In meiner Ecke waren Dritan Baremaj und Daniel Cikarevic und meine Frau, die ist draußen beim Käfig gesessen. Eis hat natürlich extrem gut getan. Puh, das hat mich runtergeholt. Aber ich wollte mich setzen, es war aber kein Sessel da, das war ein bisschen beschissen. Das war auch einer der Gründe, dass ich in der 4. Runde, meine Füße waren wie Gummi. Aber schauen wir mal in die 2. Runde. Ja, stabil auf alle Fälle. Da war es noch nass von der Pause, habe ich gesagt, schmeiß mal ein Handtuch rein, weil ich will mir nicht schon wieder den Fuß brechen. Habe mir extra Boxerschuhe besorgt. Scheiß drauf, einfach die Schuhe auf dem Handtuch abputzen und fertig. Shake hands, let's go, bro. Und dann ist er schon wieder weitergegangen. 2 Minuten denkt man sich, ja, ist ja gleich vorbei, aber 2 Minuten mit der blanken Faust. Er ist da gut reinkommen mit den Haken, aber ich habe da gute Distanz bewahrt. Habe es wieder probiert, auch reinzukommen. Wollte die Mitte besetzen. Aber ich habe immer so, da habe ich ihm gesagt, komm rein in die Telefonzelle, komm, lass kämpfen. Er wollte, dass ich ihm zu ihm komme und ich wollte, dass er zu mir kommt. Die erste Runde wurde ich hier angezählt und 2. Runde, ich glaube halt, dass ich angezählt wurde, ich habe keine Ahnung, ich sag's euch. Da ist er gut reinkommen, da hat es auch richtig gescheppert. Der müsst ihr euch vorstellen, blanke Faust. Da habe ich mal einen Infight gewagt, gut ausgewichen. Ich habe gewusst, im Infight hat er, wenn ich zu viel Abstand lasse, hat er extrem harte Schläge. Und das wollte ich halt vermeiden. Aber ich bin ihm da richtig nachgelaufen, ich wollte den Sack zumachen einfach. Immer wieder, der hat es auf den Körper. Aber der hat einstecken können, wo ich mir gedacht habe, Digga, ich hau gegen Beton. Das gibt's ja normal nicht. Dann hat der immer mehr den Druck aufgebaut. Da hat er mich auch gut getroffen. Ein unabsichtlicher Takedown-Versuch war das von mir. Gibt es auch eine Verwarnung vom Referee. Dann habe ich angefangen, wieder Druck aufzubauen und ein Schlag auf den Brustkorb. Und davon hat es mehrere gegeben. Die haben richtig saftig geschmeckt. Oh, schöne Linke, da hat es auch richtig gescheppert. Und dann beschwert er sich, weil ich immer so weit runter gehe. Und dann bin ich mal rein. Und Pause. Ja, du bist da voll auf Adrenalin. Ich schwör's euch, du bist da so dermaßen auf Adrenalin, dass nur noch... Das ist so... Ich bin mir vorgekommen wie so ein Ritter auf dem Schlachtfeld. So bin ich mir vorgekommen, wie so ein Wikinger. Einfach Paf, Puff, Bang. Und dann ist die letzte Runde gekommen. Und das war die heftigste für mich. 3. Runde war sicher auch nicht schlecht, aber die 4. Runde, da haben wir, glaube ich, nochmal einen draufgesetzt. Was ich, so wie ich informiert wurde, 2. Runde habe ich gut abgeliefert. Also ich wäre eigentlich vorn gewesen, aber der ist nicht müde geworden und auch nicht weicher. Also seine Schläge sind noch immer härter geworden. Da habe ich mich kurz ansehen lassen. Mal kurz die Auszeit genommen, weil ich gesagt habe, hey, das wird mal langsam zu heftig da.
Ja, er hat immer wieder die linke stark aufgeladen und dann ist er reinkommen mit der rechten. Du weißt halt nicht, beim Rechtsausleger, auf den musste ich halt einstellen. Und ich habe halt wirklich nicht viel Zeit gehabt. Wieder auf dem Brustkorb. Da bin ich schön rein, da hat es ihm das Vaseline vom Gesicht gehauen. Clinch. Referee geht gleich dazwischen, also hohes Tempo. Da habe ich dann nachgesetzt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt hauen wir nochmal alles in die Waagschale, gehen wir nochmal all in. 4. Runde, keine Power mehr gehabt. Harte Schläge gekriegt. Und da beim Rausgehen im Infight hat er mich nochmal erwischt, dass ich einen Cut geöffnet habe. Ich habe plötzlich nichts mehr gesehen am linken Auge und der hat das natürlich ausgenutzt und direkt reingeballert. Und er hat alles richtig gemacht, weil solange der Referee nicht dazwischen geht, ist es vorbei. Und ich war gebrochen, ich sag's euch. Mit 43 Jahren, ich werde im Juni 43, habe ich mir gedacht, Digga, ich kann nicht mehr. Es ist vorbei, ich sehe am linken Auge nichts mehr. Soll ich mich jetzt deppert hauen lassen? Es hat Spaß gemacht, es war eine geile Erfahrung, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, Respekt an alle, die was sich diese kranke Sportart antun. Geisteskrank. Also das muss man selbst erlebt haben. Von außen schaut das alles easy aus, denkt man sich, ja, warum hast du das nicht gemacht oder das nicht gemacht? Aber steht mal selber drin und liefert es dort mal ab und lasst euch mal auf die Fresse hauen mit blanker Faust von jemand, der was das auch trainiert. Also der weiß, wie er zuschlägt, der weiß, wie er zum Zuschlagen hat und der weiß auch, wie er seine Kraft einsetzt. Und wenn du da einen Gegner gegenüber hast, der was einfach nicht weich wird, dann verzweifelst du auch irgendwann einmal. Ich hatte 2 Monate Vorbereitung. Mein erster Gegner hat abgesagt auf dem, was ich mich eingestellt hätte. Der zweite Gegner, was ich dann gekriegt habe, hat dann auch abgesagt und er war dann der dritte Gegner, so 10 Tage vor dem Kampf. Ein Rechtsausleger, auf den habe ich mich dann einstellen müssen. Natürlich, 2 Monate ist nicht viel. Ich habe immer geglaubt, 2 Jahre Kampfabstinenz habe ich gehabt, aber es war anscheinend nur 1 Jahr. Und ja, trotzdem, 1 Jahr Kampfabstinenz und dann plötzlich 2 Monate Vorbereitung auf Hardcore und dann abliefern, 4 mal 2 Minuten, ist auch heftig, glaube ich. Es waren 10 Sekunden nur noch zu kämpfen. Die Ecke hat mir auch gesagt, kämpf weiter, aber es war nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich gewesen. Ich konnte nicht mehr, ich war am Ende. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was jetzt noch kommt. In Kürze kommt auch was Heftiges auf euch zu, was euch sicher gefallen wird, vor allem jetzt im Sommer. Ich halte jetzt noch die Füße still. Podcast läuft jetzt wieder auf Hochtouren. Natürlich fette Reactions auf Bare Knuckle, BKFC und natürlich auch auf Vendetta und auf sämtliche andere geile Events, was noch stattfinden und in Kürze kommen werden. Deswegen bleibt stabil, passt auf euch auf, supportet Podcast, Daumen nach oben, lasst ein nettes Kommentar hier, schreibt mal eure Meinung rein und wie ich schon im Käfig gesagt habe, ab und zu ist meine Fresse schneller als mein Hirn. Aber Eier wachsen nicht auf Bäume, deswegen bleibt stabil, passt auf euch auf. Tschüssi, Baba, Salam alaikum.